Rita lächelt und das nicht, weil ich mit ihr im selben Raum bin, sondern weil sie hier in der Lego-Stadt sein kann. Und gleichzeitig, weil sie ein Video für euch machen kann, was ihr immer sehr Spaß macht. Rita hat mich schon wieder gefragt, was machen wir heute für ein Video. Ich habe ihr gesagt, wir haben ja einen Teil 1 zum Thema Stadtplanung gemacht, wo wir euch gezeigt haben, wie wir so angefangen haben, welche Tische, welche Untergrundkonstruktionen und so weiter. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch dieses Video bitte auch noch an. Ja, und da brauchen wir natürlich einen Teil 2 dazu. Es gibt keinen Teil 1 ohne einen Teil 2, richtig? Denn jetzt haben wir ja eigentlich nur über den Unterbau gesprochen und nicht über die Lego-Stadt. Das war ja eigentlich gar kein Lego-Video. Und deswegen wollten wir euch noch ein bisschen was über Lego erzählen. Ja. Ihr habt uns sehr viele gute Kommentare geschrieben unter das erste Video. Also vielen Dank an dieser Stelle. Da sind wirklich tolle Ideen dabei gewesen. Auch wieder Inspiration für uns. Wir hätten das vielleicht alles auch ein bisschen anders gemacht, wenn wir nochmal starten können. Aber später ist man eben immer ein bisschen intelligenter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir möchten euch heute noch ein paar Eindrücke zeigen, wie wir so angefangen haben, wie dann die Tische gestanden sind. Und deswegen würde ich mal die Kamera schwenken und an meine Assistentin übergeben. Ja, ich glaube, soll ich starten mit dem, was ich glaube, was das Allerwichtigste ist? Bitte. Was uns jetzt noch manchmal ein paar Nerven kostet, sind die Bodenplatten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn du eine neue Stadt startest, dass man wirklich die Bodenplatten zuerst schön auflegt und sie, also im Sinne von nicht verrutscht, auflegt. Genau, also es ist, Rita hat da vollkommen recht. Wir haben hier in der Innenstadt, da kommen wir gleich dann noch drauf, die Bodenplatten alle sehr schön aufgelegt, hier ja auch relativ bald alles gefliest, also das ist bombenfest, hier rührt sich gar nichts mehr. Genau. Aber je weiter man nach hinten kommt, desto, ja, sagen wir mal, schleißiger haben wir in dieser Hinsicht drauf geschaut, dass die Bodenplatten auch richtig arretiert und ausgerichtet sind. Ja, und das Problem, glaube ich, war bei uns ja auch, dass ich ja zum Beispiel dann mit dem Vergnügungspark angefangen habe. Und das war auch ein Problem, ja. Und mir damals noch gedacht habe, das ist ja egal, wie die Bodenplatten liegen. Und der Christoph hat zwar von Anfang an gesagt, ich soll da ein bisschen aufpassen, aber ich habe mir gedacht, es ist doch wichtiger, dass die Sachen stehen und das kann man doch im Nachhinein noch machen und es ist im Nachhinein nicht so lustig. Also dort hinten, wo der Vergnügungspark ist, war dann die ich schätze mal, fast eine halbe Bodenplatte Versatz drinnen und das war jetzt relativ viel Arbeit, das alles wieder hinzubekommen. Ihr seht es, ich gehe kurz mit euch dort nach hinten. Wir haben jetzt hier auch den Bereich, den wir noch nicht bebaut haben, mit Plates fixiert, sodass hier alles in Form bleibt. Das Problem ist nämlich, dann baut man wieder was, dann verschiebt man wieder was unabsichtlich, dann fährt wieder mal ein Zug mit etwas überhöhter Geschwindigkeit hier durch. Und ihr seht, zum Teil ist es immer noch nicht zu 100%. Hier zum Beispiel beim Windrad ist immer noch ein kleiner Spalt. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber wir werden uns das in der nächsten Zeit dann nochmal ansehen. Also das ist ein guter Tipp von Rita. Ja. Und ja, wenn es dann zum Auflegen, wir folgen dir unauffällig. Okay. Also das war jetzt vielleicht ein Problem, was natürlich uns speziell betrifft, weil die Stadt so groß ist. Was wir euch auch noch sagen wollten ist, weil ja viele immer fragen, wie macht ihr das mit den Modular Buildings und wie habt ihr das alles geplant? Die eigentliche Antwort darauf ist, wir haben das gar nicht geplant, wir haben einfach nur herumprobiert. Es gibt im Internet ein paar ganz gute Softwares, ein paar Programme, mit denen man, da kann man dann eingeben, wie viele Straßenplatten man hat und wie viele Gebäude und sogar auch wie viele Gleise. Schienen, genau die Gleise. Und dann kann man sich da am Computer mehr oder weniger ein Layout generieren. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich habe das mal testhalber ausprobiert. Das Problem war nur, dass für uns es waren mehrere Leute, die dann mit dem Stadtprojekt beginnen wollten und jeder hatte andere Ideen. Und dann haben wir den Vorschlag irgendwie mal verworfen, mit diesem Programm zu arbeiten. Ich finde ja das Programm an sich extrem cool, auch diese Programme, wo man selbst diese Sets bauen kann. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, diese LDD oder Studio. Genau, es gibt ja einige andere Lego-YouTuber, die vorher immer alles am Computer quasi bauen und dann die Steine bestellen und das selber bauen. Und ich finde das so cool,
Bloß ich bin einfach technisch da zu schlecht. Wir haben Braucht da viel zu lange. Wir haben es beide probiert, wir können es irgendwie nicht oder es dauert zu lange und dann kommt nichts dabei raus. Aber ich weiß, viele können das sehr gut. Also vielleicht einfach mal ausprobieren, vielleicht hat man ein Talent dafür. Wir sind eher, wir bauen mal. Hier nicht so begabt, würde ich sagen. Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall unsere Stadt am Anfang mal rund um die Downtown gruppiert. Das heißt, wir haben mal geschaut, wie viele Modular Buildings wir haben und auch wie viele normale Gebäude und wie viele Eckgebäude das sind. Die Eckgebäude sind ja eigentlich sehr praktisch, denn die kann man hier natürlich dann hier in den Kurven einbauen. Das geht natürlich mit normalen Gebäuden auch, aber nicht so perfekt. Ein paar dieser Modular Buildings eignen sich auch für den Einsatz in Kurven, obwohl sie keine Eckgebäude sind. Allen voran das Pariser Restaurant finden wir, da diese Stiege hier auf der Seite, dieser Aufgang sehr nett ist. Dasselbe gilt übrigens für das American Diner. Die eignen sich sehr gut und auch viele der kleineren Gebäude, hier zum Beispiel aus der Creator-Serie, die sind ja so gemacht, die kann man entweder zusammen aufstellen oder aufklappen und wir haben es teilweise so und teilweise so gemacht, sodass wir hier, da haben wir einfach ein bisschen herumprobiert und geschaut, wie passt das am besten. Hier zum Beispiel ist ein Ganzes, was hier um die Ecke geht und das hier, das nächste, haben wir aufgeklappt. Weil da wäre sonst nämlich eine Fassade vorne und eine Fassade hinten, alles dann nur auf einer 16er Platte. Und das würde sich überhaupt nicht gut ausgehen. Da hätten wir dann hier einen Park oder was einbauen müssen. Jetzt haben wir das einfach aufgeklappt. Und wir haben den Mordfall dahinter. Und jetzt haben wir halt dahinter diese kleine Geschichte mit dem Mord an dem Sportler, an dem Gewichtheber eingebaut. Das heißt, wir haben einfach mal die Modular Buildings ein bisschen hingeschoben. Für uns war es wichtig, dass das Rathaus hier sehr zentral steht vor dem Stadtplatz, denn der Bürgermeister will ja einen Blick auf seine Leute haben. Und dann haben wir geschaut, was ist da in einer normalen Stadt sehr oft in der Nähe. Wir haben uns für die Feuerwehr entschieden und rechts für das Stadtleben. Das ist das Lieblingsmodular von mir. Ist allerdings ein bisschen schwierig zu integrieren, da es auf 1,5 Bodenplatten steht. Und wir haben dann 9 ganze Bodenplatten hergenommen für unseren Stadtplatz und haben dann einfach die restlichen Modulars hier in 2 großen Blöcken, einmal hier und einmal hier. Das sind 6er Blöcke, wobei der hinten hat eigentlich nur 5. Da haben wir nämlich eine Kurve eingebaut und dafür in den Block dahinter dann die Ghostbusters Feuerwehr eingebaut, wenn ihr das mal anschauen wollt. Also da schwenkt die Kurve schon etwas früher hinein. Dafür gibt es dann einen extra Block für das Ghostbusters Headquarters, welches auch nicht einfach zu integrieren ist. Und dann geht es hier eben weiter. Wie ihr seht, wir sind da noch selbst nicht ganz fertig und rücken immer wieder die Gebäude herum mit den kleineren Gebäuden. Und anhand dessen haben wir uns dann ausgemacht, wo, in welche Richtung der Stadt welcher Bereich sein wird. Also es war am Anfang ausgemacht, dass hier beim Strand auch noch der Vergnügungspark sein wird. Ja. Rita lacht doof. Quasi wie ein Pier. Das war eher eine nette Idee. Also ich glaube, wo ist das, in San Francisco oder LA? In Los Angeles ist das, glaube ich, mit dem... Genau, dort, wo die Route 66 endet, so Santa Monica Pier, genau hinausgeht und da ist dann ein riesen... So war das ursprünglich mal geplant, ja. Ja, das wäre eine süße kleine Idee gewesen, aber nicht für uns. Ja, es hat sich dann herausgestellt, dadurch, dass der Vergnügungspark so große Dimensionen annimmt, dass der einen eigenen Platz dort hinten braucht. Ja. Wir haben also uns entschieden, dass es hier nach hinten dann immer weniger hohe Gebäude geben wird. Natürlich, das Einkaufszentrum ist schon sehr wuchtig und groß, aber hier geht es dann auf der hinteren Seite einerseits in den Wohnbereich über, das heißt, wir haben hier alle Wohnhäuser gruppiert und hier auf dieser Seite geht es dann immer weiter in den ländlichen Bereich, das heißt, hier sind dann noch Autowerkstätten und kleinere Geschäfte und Tankstellen und hier ist dann also der Bauernhof und dann wird es immer weniger und weniger. Verzeihung, je näher ich den Zügen komme, desto mehr bleibt mir die Stimme weg. Hier geht es dann also überhaupt in den ländlichen Bereich, wo sich dann nicht mehr viel tut. Ja, bis jetzt nicht viel tut, aber wer weiß, was in Zukunft kommt. Da kann schon noch einiges passieren. Auf jeden Fall werden hier nie Hochhäuser stehen, glaube ich, außer es
President Business hat einen Plan, um die ganze Landschaft irgendwie zu zerstören. Und ja, vielleicht brauchen wir wie sagt man da, ein Businessviertel, ein Aktienviertel. Ja, so wie es in manchen Städten gemacht wird, zum Beispiel auch in Paris, wo die Hochhäuser ja auch alle außerhalb sind. Eben. Hier hinten sind... Börse. Ja, ein Börsenviertel. Nein, das kommt hier nicht hin. Hier hinten ist auf jeden Fall dann noch der Zugbahnhof und da gibt es auch noch einiges zu beachten, je nachdem, welche Technik von Schienen ihr braucht. Aber ihr seht, wir haben 9-Volt-Schienen und diese neueren RC-Schienen. Ganz egal, ihr wisst, es gibt ja nur einen Radius bei den Kurven und die Geraden sind immer gleich lang. Und das bedeutet, dass das nicht einfach zu integrieren ist hier, wenn ihr zum Beispiel sowas wie diesen Kran hier im Layout haben wollt. Die Straßen sind ja schon nicht gerade einfach auszurichten, immer vom Platz her. Und wenn es dann um die Schienen geht, hier habt ihr zum Beispiel diesen Verladebahnhof und dann gleich ein paar Gleise weiter einen Bahnübergang. Da muss man dann, jetzt bleibt mir wirklich die Stimme weg, da muss man das super planen. Da muss man da schon ganz gut planen. Da hat mir Christoph am Anfang immer sehr leid getan, denn er hat, am Anfang haben wir manchmal noch Sachen abbauen müssen, die von der ersten Stadt quasi, die er hatte, oder halt diese Anfangsversuche, die mussten wir wieder abbauen und abstauben und sonstiges. Und da habe ich ohne nachzudenken einfach die Gleise zerlegt und auf einmal kommt Christoph wieder rauf und war voll fertig. Und ich habe mir gedacht, ich verstehe nicht, wieso er so fertig ist. Und nachher sagt er hat da weiß Gott wie lang gearbeitet, dass die Gleise so sind, wie sie sind. Und der Ritter hat alles kaputt gemacht. Aber gut, jetzt ist es umso schöner. Und Ritter hat recht. Es hat mich zum Beispiel einen ganzen Nachmittag gekostet, bis ich dann hier endlich die Gleise mit den Weichen und dem Ganzen so hatte. Hier kommt übrigens noch eine kleine Platte rein, aber das ist sehr stabil, da kann sogar ein Zug rüberfahren. Bis sich das so ausgegangen ist, dass hier der Lokschuppen genau so eingebaut ist, dass er hier mit der Bodenplatte abschließt. Dasselbe dann hier beim nächsten und auch beim übernächsten. Also das ist wirklich gar nicht einfach und wir raten auch euch oder jedem, der eine Lego-Stadt mit Eisenbahn aufbauen will, dass er mit dem Verlegen der Bahngleise so früh wie möglich beginnt und eigentlich sogar vielleicht die Bahngleise noch früher verlegt, denn die Radien der Kurven und das Ganze, das nimmt so viel Platz in Anspruch und wir haben da wirklich viel opfern müssen und auch viel immer wieder abbauen. Und verschieben und dann haben sich die Bodenplatten wieder verschoben. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Ja, und es ist dann auch immer, man baut irgendwo was um und denkt sich, jetzt ist es perfekt. Dann probiert man aus, den Zug zu fahren, dann passt es wieder woanders nicht oder auf einmal war das Gleis wieder auseinander. Also es ist immer wieder was passiert. Noch kurz zum Schluss. Wir haben uns dann also gedacht, für was habe ich überhaupt das Display der Kamera umgestellt? Ich weiß es jetzt nicht, dass ich Rita noch mal sehe. Wir haben uns dann gedacht, es kommt auch ein Winterdorf in unsere Stadt. Da haben wir uns gedacht, das zeigen wir euch jetzt übrigens nächstes Mal, vielleicht wenn es wieder Richtung Weihnachten geht, haben wir da wieder mehr Lust. Das Winterdorf muss mehr oder weniger so weit es geht vom Strand weg sein, wie nur möglich, denn dort drüben baden die Leute. Und hier haben sie einen Anorak an, das heißt, hier ist ein arktisches Klima, das muss schon ein bisschen anders sein. Da haben wir uns dann mit unserem Berg gedacht, was macht Rita? Gut, dass wir den Rundgang machen, denn ich habe schon wieder eine Figur gefunden, die vorne und hinten ein Gesicht hat. Das ist natürlich nicht gut. Da wird vielleicht wieder irgendjemand hier uns sabotiert haben. Ja. Also wie gesagt, wir haben uns dann hier für eine räumliche Trennung zwischen dem normalen Bereich und dem Winterdorf haben wir uns angesehen, da wir uns gedacht haben, irgendwas muss hier passieren. Und ja, so haben wir einfach dann immer wieder weitergebaut. Ihr wisst, wir haben dann ein paar Mal sogar nach rechts und auch nach links erweitert. Und die Stadt ist eigentlich relativ natürlich gewachsen und ja, erfreut uns nach wie vor sehr. Also wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst. Passt auf, dass ihr die Bodenplatten schön ausgerichtet habt. Das Problem bei uns war dann natürlich auch, dass Leute über die Bodenplatten, die nicht richtig ausgerichtet waren, drüber gebaut haben. Ja. Mussten wir alles wieder auftrennen. Und als allererstes die Gleise verlegen.
und die Gleise verlegen, genau. Oder wenigstens überlegen, wo die Gleise hinkommen und dann die Bodenplatten drunter. Genau, und schaut euch an, wie viele Straßenplatten ihr habt. Jeder will ja immer die geraden Straßenplatten, die sind ja auch die teuersten bei Bricklink. Ja. Legt euch da mal ein schönes Layout, plant immer auch wieder einen Bereich ein, das zeigen wir euch noch kurz, wo ihr ein bisschen was später noch einbauen könnt. Zum Beispiel haben wir hier absichtlich jetzt noch nichts hingebaut, obwohl wir noch ein paar kleinere Gebäude haben. Da ja sicher in eurer Sammlung auch, genauso wie bei uns, immer wieder was dazukommt und da ist es gut, wenn man dann hier einen kleinen Buffer hat, wo man noch was einbauen kann. Und ja, das ist alles also entstanden aus Probieren. Wir haben hier viel herumprobiert und herumgeschustert, bis das alles so ausgesehen hat. Plant auf jeden Fall immer wieder mal eine Bodenplatte ein, wo ihr eine Tankstelle aufbauen könnt oder auch wenn zum Beispiel hier, ich habe gesagt, dass das Assembly Square ein bisschen schwierig zum Einbauen war, da es auf 1,5 Bodenplatten steht, dann sind wir hier mehr oder weniger an der Kreuzung mit einer halben leeren Bodenplatte gestanden. Macht überhaupt nichts, da haben wir jetzt einfach einen kleinen Park eingebaut und so haben wir uns einfach über die Runden geschlagen und ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Was sagst du, Rita? Ich bin auch sehr zufrieden. Das Einzige ist, ich bin jetzt auf ein paar Sachen draufgekommen, während wir hier herumgegangen sind, die muss ich jetzt noch ausbessern. Wie zum Beispiel diese ganzen nackten Köpfe hier und auch hier hinten sitzen 2 am Balkon, die nackte Köpfe haben. Das geht natürlich gar nicht. Ja, aber das werde ich jetzt gleich machen. Weißt du, es sind nicht alle mit so einer schönen Haarpracht wie du gesegnet, Rita. Oh. Das musst du akzeptieren. Ja, wie gesagt, so viel dazu. Es gibt auch ein paar Sets, die sind sehr schwer in die Stadt zu integrieren. Jetzt habe ich schon zum 5. Mal gesagt, dass ich das als letztes zeige und immer wieder fällt mir was ein. Zum Beispiel hier diese Feuerwehr, wo ich die gerade sehe, die ist zwar sehr toll, aber die hat so ein dämliches Layout, dass wir das umbauen mussten. Das heißt, die Garagen sind jetzt alle auf einer Höhe und auch diesen Kontrollturm, den haben wir ein bisschen nach hinten versetzt, damit wir das irgendwie in die Stadt hineinbekommen. Dasselbe ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, nur wenige Meter weiter hier hinter dieser Baustelle die Werkstatt. Da haben wir auch herumgetan bis zum geht nicht mehr, weil sich das so, wie es von Lego ausgeliefert wird, zwar schön mit Bodenplatten und dem allen, aber das geht sich überhaupt nicht aus, dass man das auch nur irgendwie annähernd in eine Stadt integriert. Also da haben wir einiges an Arbeit zusätzlich hineingesteckt, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und so ein kleiner Straßenzug, wo dann lauter kleine Geschäfte und Häuser sind, das macht auf jeden Fall Sinn. Wir sind selbst noch nicht ganz zufrieden mit unserem Layout. Wir hätten gerne, dass die Bahnstrecke hier noch nach rechts abzweigt, aber leider eine Weiche hier könnte man machen. Ja, müssen wir uns mal ansehen, das werden wir mal versuchen. Hier sind zum Beispiel wieder neue Gehversuche. Hier auf diese freie Bodenplatte haben wir immer noch nichts gebaut. Jetzt haben wir mal pro forma unsere letzten Bodenplatten, die Straßenplatten gelegt, aber das ist auch noch nicht ganz fertig. Hier hinten seht ihr, ist dasselbe in grün. Da warten wir auch noch auf Inspiration, aber wir haben uns zum Credo gemacht, dass wir immer alles nur bauen, wenn wir Lust drauf haben und wenn es uns Spaß macht. Genau. Das ist auch vielleicht der Grund, manche von euch fragen uns immer wieder, warum wir nicht ein Projekt anfangen und dann auch mal fertig bauen, weil bei uns ziemlich viele so halbfertige Geschichten in der Stadt rumstehen. Ja. Aber es ist manchmal so, nach 2 oder 3 Tagen intensiver Arbeit bei einem Projekt, und da vergeht schon mal ein ganzer Tag, wenn man hier irgendwas fließt oder irgendwelche Bäume draufsetzt oder was schön gestaltet, da hat man einfach dann mal genug oder man hat keine Motivation mehr. Oh, Rita kommt heraus wie Godzilla. Ich glaube, sie bestückt die Herren, die hier Kaffee trinken im Assembly Square mit Haaren. Ja. Manchmal hat man dann einfach keine Lust mehr oder ich komme manchmal hierher und dann sehe ich was und habe total Bock drauf, irgendwas Neues anzufangen oder was anderes zu bauen. Ich gehe manchmal eine Runde und dann fällt mir was ein und das ist einfach der Grund, warum das bei uns manchmal ein bisschen, oh, hier kommt sie wieder, im Rückwärtsgang. Das ist jetzt der $1-Million-Shot gewesen. Jetzt
zeigst du noch die beiden Herren her und dann beenden wir das Video. Also bei uns ist es manchmal deswegen ein bisschen chaotisch, aber das ist unsere Herangehensweise, eher nicht geplant mit einem Programm. Wir stellen auch, wie gesagt, zum Beispiel diese Baustelle hier haben wir, glaube ich, 2- oder 3-mal umgestellt. Auf der anderen Seite, ja, wird es dann eigentlich ganz schön, so wie es ist. Uns gefällt es. Das sind die zwei Männer. Oh, einer hat eine Irokese. Ja. Und der andere eine Männer. klassische Frisur. Ja, wir hatten irgendwann mal zu wenig Frisuren. Da mussten wir mal ein paar ohne Frisuren platzieren. Ja. Und ich sehe, auch die Polizisten haben jetzt alle ihre Kappen auf. Sie haben alle 1, 2, 3, 4. Das ist der Vorteil, da du jetzt ja die ganzen Figurenteile so gut sortiert hast. Jetzt dauert es nur ganz kurz, bis alles herausgesucht ist. Professionell. Ein kleines professionell ist ein Abschlusswort, das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. In dem Sinn, wir hoffen, dass wir euch irgendwie mit unseren Tipps, die jetzt irgendwie ein bisschen wirr durcheinander waren, aber ich hoffe, doch verständlich waren, euch helfen können, falls ihr plant, eine Lego-Stadt zu bauen oder vielleicht auch mal in Zukunft dann und dann kommt ihr wieder auf das Video zurück, wer weiß. Und ja, wir hoffen, dass ihr vielleicht 1, 2 unserer Fehler nicht macht. Es erspart ein paar Nerven. Also, aber wie gesagt, das ist halt unser Zugang dazu. Genau. Lego ist dazu da, um gebaut zu werden oder auch umgebaut zu werden. Ja. Wir versuchen da immer wieder Neues und vielleicht wären wir auf manche Sachen auch gar nicht gekommen, wenn wir das alles so im Computer geplant hätten. Also wie gesagt, manches ist einfach unmöglich auf Computer und aber doch möglich in der Realität oder umgekehrt. Wir wissen es nicht. So viel also dazu. Schreibt uns auch gerne eure Tipps oder wie ihr angefangen habt, euer Straßen- und Eisenbahnlayout zu verlegen. Oder falls ihr noch Fragen habt. Falls ihr Fragen habt, falls wir euch noch was beantworten können, gerne in die Kommentare und dann melden wir uns wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.